Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich zeige euch heute, wie ich mein abstraktes Landschaftsgemälde Magical Sunset gemalt habe. Und dafür habe ich viele wunderschöne Farben benutzt, außerdem Spachtelmasse und goldenes Blattmetall. Ich habe mir erstmal alles grob vorgezeichnet, ein unteres Drittel abgezeichnet und dann meine Strukturpaste aufgetragen. Die Materialien, die ich dafür verwendet habe, findet ihr wie immer in der Infobox. Da schreibe ich immer alles rein, was ich so verwende für meine Gemälde. Nachdem ich das Ganze grob aufgetragen habe mit dem Japan-Spachtel, kommt jetzt mal wieder mein Malmesser zum Einsatz. Damit kann ich einfach noch feinere Strukturen gestalten und diese geraden, senkrechten Linien einfach ein bisschen ausgleichen. Die Spachtelmasse muss jetzt einmal komplett über Nacht durchtrocknen. Und ich fange wie immer an mit den dunklen Farbtönen und mit den warmen, wo ich den Horizont haben möchte. In dem Fall ist es ein gebranntes Umbra und ein gelber Ocker, den ich hierfür verwende. Und da mische ich mir auch ein bisschen Cadmiumgelb hell mit dazu. Ich habe hier auch noch verschiedene Beige- und Cremetöne, die ich damit reinmischen will. Wie gesagt, es ist alles in der Infobox verlinkt, schaut da gerne mal rein. Dann habe ich hier noch so einen schönen Lachston und einen Pfirsichton und noch so ein dunkles Mintgrün. Das benutze ich auch sehr gerne. Ist leider nur eine kleine Packung von Sostrene Grene, die in so einem Set gekommen ist. Leider gibt es diese Farbe nicht separat, aber man kann die sich natürlich einfach selber anmischen. Und jetzt gestalte ich als erstes die Wolken. Das soll einfach in so einem schönen Sonnenuntergangsrosa sein und ich möchte, dass die Farbtöne schön ineinander übergehen und dann verblende ich das einmal komplett. Da ja unten das Wasser sein soll, möchte ich da den grünen Farbton haben, der sehr kühl ist. Also es ist eher so ein gräuliches, bläuliches Grün, finde ich. Nicht so ein richtiges Knallgrün, aber das wäre da auch total fehl am Platz. Und da möchte ich einfach diese Spiegelungen vom Sonnenlicht noch ein bisschen mit drin haben.
Ich habe mir hier noch mal ein neues Malmesser bei Bösner gekauft. Das ist ein bisschen größer als das, was ich sonst immer benutze. Und das ist einmal komplett spitz zulaufend. Und ich finde die Effekte, die man damit gestalten kann, total schön. Ich glaube, das ist mein neues Lieblingswerkzeug nach dem anderen Malmesser. Ganz wichtig beim Verblenden natürlich zwischendurch das Malmesser sauber zu machen. Und den oberen Teil des Himmels möchte ich ein bisschen mehr beige haben und deswegen mische ich mir da die Farbtöne einfach direkt auf der Leinwand zusammen. Da kommt jetzt auch schön dieses Lachsrosa noch zur Geltung. Das mische ich da so ein bisschen rein. Das ist einfach ein wunderschöner Farbton, den ich total gerne verwende. Für die hellen Akzente habe ich so ein helles Himmelblau benutzt und außerdem noch so ein ganz helles Cremegelb oder wie nennt man die Farbe? Buttermilk? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall so ein zitroniges, ganz helles Weiß. Na, hier müssen jetzt auch noch mal ein paar Akzente rein, noch mal ein paar hellere Stellen. Das ist jetzt nur noch das Feintuning von dem Bild.
Ich möchte auf jeden Fall um den Horizont herum ganz viele schöne, feine Akzente haben und da ist auch wirklich der Fokuspunkt, wo das Wasser in den Himmel übergeht. Da soll der Blick hingelenkt werden und deswegen ist dieser Bereich auch besonders detailliert gemalt. Das Bild sollte jetzt auch einmal komplett durchtrocknen. Ich möchte bei dem Gemälde auf jeden Fall ein paar Goldakzente mit drin haben, also mit Blattmetall. Deswegen trage ich mir erstmal meine Anlegemilch auf. Ich verteile die auch nochmal zusätzlich mit diesem Malmesser, einfach damit die Struktur so ein bisschen spannender aussieht. Und ich möchte außerdem so ein paar goldene Sprenkel mit drauf haben, deswegen wedel ich da so ein bisschen mit dem Pinsel rum und verteile damit die Anlegemilch wie so kleine Tropfen über die Leinwand. Da, wo es ein bisschen zu dick aufgetragen ist, kann ich das einfach mit einem Küchentuch wieder abtupfen. Ich muss jetzt 25 Minuten warten, bis die Anlegemilch richtig angetrocknet ist. Erst dann hat die richtige Klebekraft. Ich höre immer mal wieder die Frage, ob man nicht auch einfach einen anderen Kleber verwenden kann. Aber ehrlich gesagt denke ich leider nicht, weil dieses Blattmetall ist halt wirklich sehr fein und das braucht halt nur so eine ganz leichte Klebekraft und die erreicht man halt nicht mit einem Uhu oder so. Das klebt halt viel zu stark und ist auch viel zu flüssig. Man muss es ja auch richtig auftragen können am Ende. Deswegen denke ich, dass normaler Kleber dafür überhaupt nicht geeignet ist. Aber natürlich könnt ihr experimentieren, wie ihr möchtet. Wie immer habe ich hier meinen Staubsauger, mit dem ich die überschüssigen Partikel wegsauge. Der hat einen Bürstenaufsatz, insofern sollte das dem Bild auf jeden Fall keinen Schaden zufügen. Ich bemale natürlich auch immer meine Seiten und da achte ich wirklich sehr penibel drauf, dass es dieselbe Farbe ist, die auch oben drauf ist. Manchmal muss man da ein bisschen mischen und nochmal was verblenden und so, aber ich finde, das Ergebnis lohnt sich immer. Und das Letzte, was ich mache, ist, dass ich einfach nochmal so ein paar Akzente auftrage, hier in dem Fall mit meinem Cadmiumgelb hell und dem Ocker, damit es einfach nochmal so ein bisschen mehr Leuchtkraft bekommt. Das ist das fertige Bild. Übrigens, falls ihr es in meinem Shop vermisst, wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung. Das Bild ist leider schon verkauft, das ging jetzt ziemlich schnell. Ich werde aber auf jeden Fall noch mehr von diesen Bildern malen, die in diesem Stil sind. Und ja, das Bild heißt Magical Sunset und ich finde, passender könnte es einfach auch nicht sein, mit diesen goldenen Akzenten und so. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und sage wieder ciao und bis zum nächsten Mal.